Depression. Eine gefährliche Volksseuche, nicht nur in Deutschland. Hallo, hier ist wieder Mike Marlack von der Men Scout Academy. In diesem Video möchte ich mit dir über Depressionen reden und wie man sie bewältigen kann. Zum Glück wird in den letzten Jahren mehr über Depressionen gesprochen. Die Zahl der betroffenen Männer und Frauen steigt in allen westlichen Ländern rasant an, besonders in Deutschland und Skandinavien, aber auch in den USA, Kanada oder Japan. Es ist ein regelrechter Fluch der westlichen Welt geworden. Männer sind davon ganz besonders betroffen, denn sie leiden stärker unter Depression und begehen häufiger Selbstmord als Frauen. In meinem Buch Zähme das schwarze Biest gehe ich darauf detailliert ein. Wenn dich das Buch interessiert, nutze bitte den angezeigten Link oder besuche Men Scout Academy, um dich darüber zu informieren. Nach Angaben der Deutschen Depressionshilfe fühlt sich in Deutschland rund jeder 4. Bundesbürger sehr einsam und depressiv. Und diese Empfindung ist oft unabhängig von der Anzahl der tatsächlichen Sozialkontakte. Du kannst im täglichen Leben sehr aktiv sein und dich dennoch einsam fühlen. Bei Menschen mit Depressionen berichtet sogar jeder Zweite von einem Gefühl großer Einsamkeit, was auf krankheitsbedingten sozialen Rückzug zurückzuführen ist. Bei der Behandlung von Depressionen zeigt sich, dass es im Durchschnitt 20 Monate dauert, bis sich Betroffene Hilfe suchen. Dabei gibt es große Unterschiede in der Dauer bis zur Inanspruchnahme professioneller Unterstützung. Etwa ein Drittel aller Betroffenen sucht sofort Hilfe, während es bei 65% länger dauert, im Durchschnitt etwa 30 Monate. Und das ist ein Riesenproblem. Besonders auffällig ist, dass bei jedem 5. Beschäftigten in Deutschland bereits einmal eine Depression diagnostiziert wurde. Ein besserer Kenntnisstand über die Erkrankung in Unternehmen könnte viel Leid bei den betroffenen Arbeitnehmern verhindern und immense Kosten für die Arbeitgeber einsparen. Darüber hinaus führten die Corona-Maßnahmen zu erheblichen Einschnitten in der Versorgung psychisch erkrankter Menschen, mit 44% der Menschen mit diagnostizierter Depression, die von einer Verschlechterung ihres Krankheitsverlaufs berichten, was teilweise bis zu Suizidversuchen führt. Das ist ein Skandal, ein Drama, ein nicht entschuldbares Versäumnis der staatlichen Behörden. Im Jahr 2022 starben in Deutschland insgesamt 10.199 Menschen durch Suizid. Das waren fast 28 pro Tag. Männer nahmen sich deutlich häufiger das Leben als Frauen. Rund 75% der Selbsttötungen wurden von Männern begangen. Im Vergleich zum Vorjahr mit rund 9.200 Suiziden ist ein erheblicher Anstieg von 10% zu verzeichnen. Seit dieser Erhebung sind die Zahlen weiterhin gestiegen. Das bedeutet also zwischen 10.000 und 11.000 Fällen pro Jahr. Und das sind nur die Fälle in Deutschland, stellen sich Menschen die Frage, ich denke darüber nach, mir sehr bald das Leben zu nehmen. Warum sollte ich das nicht tun? Nun, ich möchte darauf antworten, dies ist keine alltägliche Frage, weißt du? Ich bringe sie auf, um darüber zu sprechen. Das Erste, was ich sagen will, ist, dass du die Konsequenzen dessen für andere Menschen sehr sorgfältig durchdenken musst. Ich habe mit Klienten meiner psychotherapeutischen Praxis gesprochen, die sich nie von dem Suizid eines Familienmitglieds erholt haben. Ein solcher Vorfall ist eine Katastrophe für die Psyche der Hinterbliebenen. Jahrzehnte später quälen sie sich immer noch damit. Und das ist es, was du hinterlassen würdest, wenn du einen Selbstmord begehst. Das Problem ist, du könntest denken, dass diese Menschen es verdient haben, weil du vielleicht das Gefühl hast, das Leben sei gegen dich gewesen und dass die Menschen für das Elend, das dir angetan wurde, leiden sollten. Aber ich würde sagen, denke sehr, sehr sorgfältig nach, bevor du diesen Weg gehst. Es ist eine schreckliche Sache, die du diesen Menschen hinterlassen würdest. Und ein Teil des Grundes, warum Suizid in den meisten Gesellschaften illegal war, ist, weil er die Menschen, die du zurücklässt, absolut zerstört. Und du könntest denken, nun, wenn du wirklich depressiv bist, könnte es sein, dass diese Menschen ohne dich besser dran wären. Es ist so, wenn du wirklich depressiv bist, könntest du so denken, bis du nicht mehr anders denken kannst. Es ist ein Gedankenkreis, der nicht auf Tatsachen basiert, sondern auf dunklen Gefühlen. Gefühle, die täuschen können und es fast immer auch tun. Und ich würde sagen, wenn du an dem Punkt bist, an dem du an nichts anderes denken kannst, dann solltest du jemandem davon erzählen und ins Krankenhaus gehen. Denn das kann passieren, wenn du depressiv wirst. Es gibt sehr gute Behandlungen für Depressionen, weißt du. Für manche Menschen ist es nötig, medikamentös behandelt zu werden. Antidepressiva wirken dann wahre Wunder, auch wenn sie nicht für jeden funktionieren und keine Allheilmittel sind.
aber sie sind definitiv besser als Selbstmord, selbst wenn sie manchmal negative Nebenwirkungen haben. Diese Medikamente sind eine Notlösung in bestimmten Situationen und sie sind der richtige Weg für bestimmte Menschen. Manchmal haben sie ziemlich oft Nebenwirkungen, die aber nicht tödlich sind. Es besteht die Möglichkeit, dass dein Zustand physisch ist, dass du in irgendeiner Weise krank bist, entweder physisch oder vielleicht hast du ein psychologisches Problem. Es kann sein, dass du verletzt wurdest oder es gibt viele Gründe, warum Menschen depressiv werden, die sehr, sehr komplex sind. Ich möchte dir sagen, gib die Hoffnung nicht auf, ohne alle möglichen Optionen erkundet zu haben. Wenn du mit einem Psychologen oder einem Therapeuten sprechen musst, mit einem Psychiater sprechen musst, selbst schon Antidepressiva ausprobiert hast, deiner Familie oder den Menschen, die sich um dich kümmern und diesen Personen nicht mitgeteilt hast, wie du dich fühlst, dann schuldest du es dir selbst und diesen Menschen, die sich um dich bemühen, jede mögliche Option zu erkunden, bevor du einen endgültigen Schritt unternimmst. Du solltest der Welt nicht das vorenthalten, was du einbringen kannst. Das ist das andere. Du hast einen intrinsischen Wert und du kannst nicht einfach ein Loch in das Gewebe des Seins selbst schlagen, das Loch, das du hinterlassen würdest. Du kannst dir ein anderes Mal das Leben nehmen. Das ist eine sehr flapsige Aussage in gewisser Weise. Sie stammt von einem Psychiater. Aber er meinte es auf eine sehr ernste Weise. Es ist so, dass du diese Entscheidung nur einmal treffen kannst. Aber du kannst sie aufschieben. Also würde ich sagen, schiebe es auf und sieh, was du tun kannst, um Hilfe zu suchen und diese Hilfe auch wahrzunehmen. Exploriere jede mögliche Option und wenn du so hoffnungslos bist, dass du einen Selbstmordplan hast, was ein echtes Zeichen von Gefahr ist, wenn du weißt, wie du es tun würdest und einen regelrechten Plan hast, dann sage es jemandem um Gottes Willen, sage es einem Angehörigen, einem Freund oder gehe in ein Krankenhaus und sage es dort den Ärzten und dann kann man dir helfen. Und wenn du wirklich depressiv bist, was hast du zu verlieren? Also tue alles, was du kannst, um das Problem anzugehen, bevor du so etwas tust. Denke auch an die Menschen, die du zurücklassen würdest, denn glaube mir, du könntest sie absolut zerstören, sodass sie sich niemals erholen könnten. Man kann den Selbstmord eines Menschen nicht beheben, man steckt damit fest und vergiss nicht, du quälst diese Menschen für den Rest ihres Lebens. Wenn ich es nur gewusst hätte, wenn ich nur etwas anderes gesagt hätte, sagen Verwandte oder Freunde oft, deren Angehörige oder Freund Selbstmord begangen hat, mit denen sie nur 20 Minuten vor dem Selbstmord noch gesprochen hatten, wahrscheinlich nachdem er oder sie bereits die Pillen genommen hatte und irgendwie war man abgelenkt, weil du nicht weißt, dass die Person am anderen Ende ihres Seils ist. Man kann sich nie dafür vergeben, dass man in diesem letzten Telefonat nicht angemessen reagiert hat. Das ist eine schreckliche Sache, die man jemandem hinterlässt. Also würde ich sagen, sei dir nicht so sicher, dass dein Leben allein dir gehört, um es zu nehmen. Wir besitzen uns nicht so, wie du ein Objekt besitzt. Wir haben eine moralische Verpflichtung uns selbst gegenüber, als einem Ort göttlichen Werts, sagen wir. Du kannst dieses schwarze Biest, das sagt, es sei wertlos zu leben, anketten, zähmen. Lass uns alles erkunden, was wir können, damit du wieder auf die Beine kommst, all die Dinge, die das Leben bietet. Und dafür hast du die Verantwortung, aber du hast auch die Möglichkeiten. Lass uns darüber reden. Es gibt alle möglichen Behandlungen für Depressionen. Lass die Menschen um dich herum nicht damit zurück, für den Rest ihres Lebens darunter zu leiden. Unterschätze deinen eigenen Wert in der Welt nicht. Und unterschätze nicht die Tatsache, dass Selbstmord falsch ist. Das sind 4 wirklich gute Gründe, warum du dein Leben nicht beenden solltest. Jemand sagte mir, unsere Tochter hat ihr Leben sehr jung aufgrund von Depressionen beendet. Wenn jemand entschlossen ist, sein Leben zu beenden, wie kann man dessen Meinung ändern? Nun, zuerst einmal, es tut mir sehr leid, wenn so etwas passiert ist. Das ist eine schreckliche Sache. Es gab viel Depression in meinem Umfeld, also ist es eine Frage, die mir sehr nahe geht. Da gab es jemanden, der sich sein Leben nahm. Die Angehörigen machten sich Vorwürfe und fragten sich, was hätte ich tun können? Was hätte ich anders machen können? Das ist das Problem mit Selbstmord. Es lässt tief verstörte Menschen zurück, die denken, oh mein Gott, was hätte ich tun können? Ich hätte die Person besser behandeln können. Ich hätte zuhören können. Ich hätte da sein können. Und sie machen sich selbst Vorwürfe dafür, wirklich das Gefühl zu haben, dass man selbst als Person versagt hat, dass man als Freund oder Angehöriger versagt hat. Ich habe in einem Gespräch einmal einen Klienten gefragt, du gibst dir die Schuld für den Suizid dieser Person. Gibst du dem Ehemann die Schuld?
stellst du dich hin und sagst ihm, was für ein nutzloser Bastard er war, weil ein Angehöriger Selbstmord begangen hat und wie er völlig versagt hat? Der Klient antwortete, nein, das würde ich nie tun. Darum sagte ich dann, tu es doch dann nicht dir selbst an. Es ist nicht deine Schuld, Mensch. Depression ist eine schreckliche Sache und viele, viele Dinge verursachen sie und wir verstehen einige davon, aber viele davon verstehen wir überhaupt nicht. Manchmal werden Menschen depressiv, weil sie wirklich krank sind, organisch krank. Wir wissen, dass Depression eine entzündliche Krankheit sein könnte. Sie könnte mit Autoimmunfunktionen zusammenhängen. Es gibt sogar zuverlässige Studien, dass Vitamin D-Mangel ein Faktor sein kann, weil Menschen sich nur noch von Kohlenhydraten und Zucker ernähren und tierische Kost meiden, die viel natürliches Vitamin D enthält, wie Eier oder bestimmte Fischsorten. Vitamin D mildert depressive Gefühle offenbar ab. Es gibt viele mögliche Gründe, warum Menschen depressiv werden, und depressive Menschen können an Orte gelangen, die so dunkel sind, dass du es dir einfach nicht vorstellen kannst. Und es ist nicht unbedingt so, dass du persönlich immer jemanden retten kannst. Aber du kannst dabei helfen, dass eine betroffene Person Hilfe sucht. Aber sich im Nachhinein in Selbstmitleid zu ertränken, hilft nicht. Überhaupt nicht. Es gibt also guten Grund für Selbstvergebung. Wir sind nicht verantwortlich für die Depression eines anderen Menschen und wir können auch verdammt hilflos sein. Wir sind möglicherweise auch ziemlich unvorbereitet. Aber wir tragen nicht die Verantwortung, wenn ein anderer sich entscheidet, Hilfe abzulehnen und sich dann das Leben nimmt, weil er oder sie nicht in Betracht zog, was Hinterbliebenem angetan wird. Du bist unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Und diesen vernünftigen Grundsatz musst du auch auf dich selbst anwenden. Und niemand kann jemals beweisen, dass du als Angehöriger oder Freund schuld an der Depression eines anderen bist. Es mag Zweifel geben, aber keine Beweise. Zweifel sind deshalb unsinnig. Ich denke nicht, dass es Zeiten gibt, in denen Menschen so depressiv sind, dass nichts getan werden kann, weißt du? Wenn der depressive Mensch denkt, und das ist wahrscheinlich der schlimmste Teil, dass der depressive Mensch so denkt, überall wo ich hinsehe, ist nur Katastrophe und es gibt keinen Ausweg daraus, ich kann keinen Weg vorwärts sehen, was auch immer ich tue. Vielleicht ist es die Kombination dieser beiden Gedanken, die Menschen wirklich suizidal macht. Es ist hoffnungslos, es wird nicht besser werden, egal wohin ich mich wende, es gibt keinen Ausweg, das Leiden ist unerträglich und ich bin absolut nutzlos für jeden. Es wäre besser für alle, wenn ich einfach weg wäre, weil ich, wenn ich jetzt schon so eine Last bin, dass es ihr Leben zerstört, in Zukunft noch mehr eine Last sein werde. Und versuche dir vorzustellen, was das für Menschen bedeutet. Es ist furchtbar und es gibt viele Wege, dorthin zu gelangen. Also kannst du den Menschen zuhören, du kannst sie ermutigen und drängen, die Hilfe zu suchen, die sie benötigen. Und gib dabei nicht auf, es genügt nicht, dies nur zu sagen. Du solltest deinen depressiven Menschen stetig drängen, begleiten, ermutigen. Ich habe gesehen, wie Antidepressiva bei sehr, sehr vielen Menschen Wunder bewirkt haben. Jetzt wirken sie nicht für jeden und sind auch kein Allheilmittel, aber eine der Nebenwirkungen unbehandelter Depression ist, dass du dich selbst töten könntest. Und von dort gibt es keine Rückkehr und die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich ziemlich hoch. Also kannst du mit ihnen über Antidepressiva reden, wenn die Person aus ihrer Depression nicht herauskommt und suizidal ist. Das ist eine gute Idee. Was haben sie zu verlieren? 1 Monat auf Antidepressiva, sie werden es wissen, sie müssen vielleicht länger experimentieren, weil es davon abhängt, manche Menschen reagieren besser auf einige Klassen von Antidepressiva als auf andere. Es lohnt sich, mit jemandem zu kämpfen, wenn er in einer verzweifelten Lage ist und nicht alles tut, um besser zu werden. Schau, du kannst nicht jeden retten, Menschen werden krank und sterben, und manchmal sieht die Art und Weise, wie sie sterben, wie Depression aus. Depression ist ein vielschichtiges Phänomen. Depression ist eine komplexe Krankheit, aber der wesentliche Schritt ist zunächst zu erkennen, dass es eine Krankheit ist. Eine Krankheit, die behandelbar ist. Es ist keine miese Laune. Es ist keine eingebildete Spinnerei. Es ist kein Gejammer. Es ist eine potenziell tödliche Krankheit. Die tödlichste aller mentalen Krankheiten und die vermutlich am meisten unterschätzte. Aber, und ich möchte, dass du das als Fazit im Sinn behältst, es ist eine Krankheit, die du durch die richtigen Maßnahmen in den Griff bekommen kannst. Wenn du dabei Hilfe brauchst, so ist es ebenso wenig eine Schande, als wenn du eine Herzkrankheit hättest. Es ist doch völlig normal, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt, weißt du.
Diese möglichen Maßnahmen umfassen eine große Zahl therapeutischer Mittel für die Selbstheilung und die dauerhafte Kontrolle. Ich weiß dies, weil ich es selbst erlebt habe, bei mir und immer wieder bei anderen Betroffenen. Wende dich gern an mich mit deinen Fragen zum Thema. Bitte zögere nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen. Auf der Menscout Academy Website kannst du mich über das Kontaktformular anschreiben. Absolute Diskretion ist natürlich zu 100% garantiert. Und wenn dir dieses Video nützliche Informationen gegeben hat, gib dem Video bitte ein Like und ziehe bitte in Betracht, diesem Kanal zu folgen. Besuche auch unsere Website, um weitere wichtige Informationen zu erhalten, auch zu den Angeboten, Kursen und Seminaren der Menscout Academy. Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast.